was bisher geschah. And if it ends with both of us dying in a giant explosion taking out a Reaper, remember I took the kill shot. Und so geht's weiter. The munitions you carry into the field deserve at least a triple check. Okay, ja, viel Spaß. So ein fleißiger Mitarbeiter. Magst du vielleicht was Neues sagen? That Primarch's got some real cojones. Well, we need him ready when you are. Toll, jetzt habe ich zu viel gedrückt. Ready when you are. I'm so sorry. I'm so sorry. Okay. Die haben offensichtlich nicht jedes Mal was zu sagen. Okay, das habe ich ja schon geahnt nach Liara. Das ist weder schlecht noch gut, würde ich sagen. Die ist in Ordnung. So. Hier ist eigentlich auch doch Nachrichten. Würde ich gerne sehen. Oha, okay. Treffen im Purgatory. Von Aria Tilok. Okay, ich habe einen Vorschlag für Sie, Shepard, den Sie bestimmt nicht ausschlagen wollen. Ich bin in einem Nachtclub auf der Citadel, der Purgatory heißt. Lassen Sie mich nicht zu lange warten. Aria. Wir gucken mal, Aria. Absender blockiert. Commander, mein Name ist Bau. Ich gehöre zu Special Tactics and Rechnen. Obwohl viele immer noch Bedenken wegen ihrer früheren Aktivitäten für Cerberus hegten, haben viele von uns bei ST&R ihre Warnungen vor den Reapern ernst genommen. Ich wende mich jetzt an Sie, weil ich Informationen habe, dass Agenten mit beträchtlicher politischer Macht in Verbindung mit den Reapern stehen. Falls Sie die Zeit finden, mich in der Citadel-Botschaft zu treffen, wäre ich für Ihre diskrete Unterstützung dankbar. Ja, lässt sich bestimmt irgendwann demnächst einrichten. Doc sagt, ich bin bereit für Besucher. Oh, keinen ist wieder da. Oh, keinen ist wieder da. Hey Shepard, durch eine wilde Mischung von medizinischen Wundern und purem Glück habe ich meine Verletzungen vom Mars überlebt. Die Ärzte sagten, sie könnten mich noch nicht entlassen, aber falls das Ihre Zeit erlaubt, würde ich Sie wirklich gerne sehen. Schauen Sie in meinem Krankenzimmer vorbei, wenn Sie auf der Citadel sind. Würde ich tatsächlich gerne machen. N7 Spezialeinsatzteam. Shepard, wir bekommen Verstärkung. Eine Gruppe, die die Rekruten N7 Spezialeinsatzteam nennt. Es handelt sich um Soldaten, Söldner und andere Agenten, die mit Unterstützung der Allianz schon überraschend effektiv gegen die Reaper waren. Sie gehören eigentlich gar nicht zu N7, aber ich werde den Spitznamen tolerieren, solange es inoffiziell bleibt. Sie haben einige der härtesten Schlachten dieses Krieges überstanden und ich werde den Teufel tun, an ihrer gehobenen Moral zu rütteln. Da sich mittlerweile die gesamte Galaxie im Krieg befindet, habe ich dieses Spezialeinsatzteam an die Front befohlen, wo sich mit unseren Truppen treffen und für wertvolle Unterstützung am Boden sorgen soll. Ich glaube, das ist wohl Multiplayer, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist der Hinweis. Oh, na gut. Ist diese Adresse gültig? Shepard, ich habe angerufen und Nachrichten geschickt, aber keine Antwort erhalten. Da die Kommunikationssysteme der Erde ausgefallen sind, wird das hier wohl auch nicht durchkommen. Aber ich habe ein Gerücht gehört, dass die Normandie hier auf der Citadel angedockt hat. Sind Sie am Leben? Ich bin im Huerta-Krankenhaus unter dem Namen Tanoa Nuara. Entschuldigen Sie bitte das Versteckspiel und die Verschlüsselung dieser E-Mail, aber in meinem Beruf macht man seinen Aufenthaltsort nicht publik. Schon gar nicht, wenn man in schlechter gesundheitlicher Verfassung ist. Oh! Wir sollten uns treffen, bevor die Umstände uns wieder trennen. Dane! Ja! Okay, wir müssen ins Krankenhaus, es tut mir leid. Also jetzt ist der nächste Stopp auf jeden Fall das Krankenhaus. Dringende Nachricht von Admiral Hackett. Commander auf der Citadel arbeitet ein Allianzforscher namens Dr. Garrett Bryson. Sie müssen sich unverzüglich mit ihm treffen. Dr. Bryson hat wichtige neue Informationen über die Reaper gewonnen, die einen direkten Einfluss auf den Krieg haben könnten. Ich weise Sie offiziell an, seine Bemühungen bei der ersten sich bietenden Gelegenheit zu unterstützen. Bitte suchen Sie Brysons Labor auf der Citadel schnellstmöglich auf. Okay, ja. Demnächst. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt der Hinweis ist, dass ich das unbedingt sofort machen muss, denn ich habe alles gelesen an euren Kommentaren und ich weiß, dass es gewisse Missionen gibt, die man sofort machen sollte. Ich weiß nicht, ob das dazu gehört. Wir werden es sehen. Aria Tilok, schon wieder. Kommen Sie mich besuchen. Shepard, ich muss etwas Wichtiges mit Ihnen besprechen. Es ist Teil, also brauchen wir ein wenig Privatsphäre. Ich werde die entsprechenden Vorkehrungen in Kürze treffen. Besuchen Sie mich in der Zwischenzeit in diesem grauenhaften Purgatory of the Citadel. Ich habe einige Ideen, was Ihren Krieg betrifft. Hat sie mir nicht gerade... Oh, Omega? Hä? Aber sie ist auf der Citadel. Ach, das ist, glaube ich, das DLC. Ich glaube, das ist die Quest fürs DLC. So, wen habe ich denn jetzt alles dabei? Yeah, Garrus. Können wir dein Aussehen ändern? Das finde ich ehrlich gesagt ganz cool. Sie sieht ein bisschen soldatischer aus. Ehrlich gesagt gefällt sie mir im Schwarz.
Irgendwie habe ich sie alle sehr schwarz eingekleidet, fällt mir gerade auf. Vielleicht bin ich ja ein bisschen emo und habe davon noch gar nichts mitbekommen. Okay. Gut, wir haben jetzt Quests bekommen. Ich kann ja mal gucken. Logbuch. Citadel Dr. Bryson. Okay. Priorität in Prime ist übrigens... Ach, vielleicht machen wir das auch zuerst. Ja, komm, wir machen die Priorität. Dann kamen wir auch ein bisschen Action mal wieder zwischendurch. Das ist ein... Die SI-Quest-Dingsbums. Wurde mir auch schon gesagt. Ich habe etwas Verdächtiges entdeckt. Haben Sie kurz Zeit? Verdammt! Ich darf aber auch nichts machen hier. Immer wieder was Neues. Und ich muss noch zu Joker. Das habe ich auch nicht vergessen. Commander, are you alright? It was fairly intense up here. I can only imagine what it was like down on that moon. I thought you'd be more concerned about Edie. Edie is a huge asset to this team. If she'd told me about her plan to obtain a body, I'd have volunteered to help. I did not wish to force a conflict of interest between our friendship and your duty. I'd have preferred a conflict of interest to a hard restart of half our systems. But thanks, regardless. While you're here, though, I found something while scanning Alliance channels. Grissom Academy is requesting help. The Reaper invasion front will hit them soon. Ach verdammt, jetzt wollte ich mir gerade was zu trinken eingießen. Okay, Grissom Academy. Da ist doch der eine Typ, den wir aus dem, verdammt, jetzt habe ich den Namen vergessen. Aber von dem einen DSC von ME2 hingeschickt haben. Der da für diese Experimente von seinem Bruder missbraucht worden ist, oder? I thought the war would close most schools. Grissom Academy is more specialized than a normal school. It's home to some of the smartest students humanity has to offer. Their Ascension project is the best training facility in the galaxy for human biotics. Yes, I sent a young man named David Archer there. I'm just surprised they're still open. Some of their work has Alliance support. That might be why they stayed. Okay, dann können wir denen ja helfen, ist ja kein Problem. What can we do? A Turian evac transport responded to their distress call, so normally I'd say we don't need to do anything. But something sounded off in the Turian signal. I had Edie perform an analysis. It's fake. Edie thinks it's Cerberus. She said the fake Turian signal was similar to the one that lured you to a collector ship? Long story. In any event, whoever faked the signal wants us to think Grissom Academy's being evacuated. But I believe they're still in danger. Okay. Das heißt, eigentlich ist es... Okay. Good catch. Maybe you belong here after all. If this really is Cerberus, hopefully this operation is something worth investigating. It could be simple disinformation. Trainer, good catch. Thank you, Commander. Ja. Ist das eine Mission, die wir sofort machen müssen? Das klang jetzt dringend, ne? Aber ich bin mir nicht sicher. Die Grissom Akademie muss evakuiert werden, bevor die Reaper sie zerstören, aber das Schiff, das das übernehmen sollte, sendet ein gefälschtes Signal. Untersuchen Sie die Grissom Akademie und retten Sie die Studenten, falls erforderlich. Scheiße, evakuieren klingt dringender. Okay. Das ist jetzt echt schwierig. Hat mich alle so nervös gemacht mit, pass auf, es gibt Missionen, die musst du sofort machen. Obwohl es Nebenmissionen sind. Ich weiß noch nicht. So, wie geht's euch beiden denn? Hey, Commander, check out my co-pilot! So she installed herself into the new body without any help from you? Come on, Commander, don't you trust me? Okay, let me put it this way. If I knew that Edie was gonna install herself into a sexy robot body, do you honestly think I'd be able to keep quiet about it? Look at that! I would have baked a cake. I am right here, Jeff. Yes, you are, Edie. Yes, you are. Jesus fucking Christ. So süß. Hello, Shepard. Still getting used to greeting people in person? No. I require only one occurrence to adapt to a new concept. How are you adjusting to the arms and legs? I am interested to see how this body performs under real combat conditions, if I could accompany you sometime. Without stress testing, there is no way of knowing if it has serious design oversights. At the moment, it appears adequate. That's not the word I'd use to describe you. Jesus, halt dich zurück. Perhaps we should speak privately. I'll be over here, flying the ship. What's this about? Does Joker not like your new platform? No, he approves. He wants me on the bridge. He says having me within visual range is important to his morale. Shepard, do you believe your crew members should be allowed to disobey an order on moral grounds?
Sollten ihre einen Befehl aus moralischen Gründen verweigern dürfen? Ich schätze mal schon, ne? Ich meine, wenn wir irgendwas Unmoralisches von dem verlangen würden, würde ich würde es ja auch nicht machen, wenn mir jemand sowas befehlen würde. Von daher kann ich nicht erwarten, dass die blind einem gehorchen. Allerdings andererseits sind Soldaten ja eigentlich darauf trainiert, einfach zu tun, was der Vorgesetzte sagt. Weil in Stresssituationen, wo er dazu ausgebildet wäre, Befehle zu erteilen und so. Und bla und Text. Aber nein, ich ehrlich gesagt möchte, dass die selber ein Urteil darüber fällen können, ob das gut und moralisch vertretbar ist. Absolutely. I have no use for team members who can't think for themselves. Why are you asking about something like that? I was designed by Cerberus. I do not take moral stances that conflict with orders from my executive officers. But when Jeff removed my AI shackles, I became capable of self-modifying my core programming. I asked Jeff if he thought I should change anything now that I can. He deflected the question with humor. And you didn't get an answer? Correct. He has repeated this pattern in response to several of my inquiries. Do you think I should make modifications? Ja, es kommt jetzt drauf an, was sie genau meint mit Modifikationen. Also welche Änderungen will sie denn vornehmen? Ich meine, jetzt ist sie mit einer KI, kann man sie ja eigentlich mit einem normalen Bewusstsein, ja gut, nicht mit normalen, aber mit einem ähnlichen Bewusstsein wie uns vergleichen, oder? Das heißt, eigentlich muss sie für sich selbst wissen, was sie möchte und was nicht, was ihr Weg ist. Solange sie uns nicht in Gefahr bringt, was ich von ihr nicht erwarten würde, ist, denke ich mal, ihr komplett selbst überlassen. Only you can really answer that question. That's the point of free will. But moral decisions should not be made in a vacuum. If I do not ask the crew for their opinion, I could miss crucial context. May I ask you the questions Jeff avoids? When there is time, will you answer them for me? If you think it'll help, I'll do what I can. Very well. I will keep you informed. Ja, nichts leichter als das. Wird sie uns jetzt moralisch verwerfliche Fragen stellen? Von wegen, würdest du ein Kind retten oder 10 Erwachsene oder so ein Scheiß? Weil, dann nein, danke. Hey, I know I used to rag on Garrus for being all angry, but I'm glad he's back. There's a whole lot. Nein! Commander. Wieso drücke ich denn immer so schnell? Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Ich muss es mir abgewöhnen. Yes, Shepard? Oh, wir können noch mehr mit ihr reden. Okay, alles klar. Fähigkeiten des Körpers. Haben wir das nicht alles schon? Na, egal. Wir fangen trotzdem mal an. Does that body have any useful advantages? Very few. Its optics face forward only. It has no integrated weapon systems or anti-missile countermeasures. I meant in comparison to organic bodies, not the Normandy. Oh. I will reassess. The body is resistant to modern small arms fire and temperature extremes. Its balance and agility seem excellent. Its fine manipulation servos and software allow for precision tasks. I'm curious to see if I can alter them. Neugierde ist typisch organisch. Ist es das? Okay. Ich schätze mal. Can an AI be curious? I am not entirely free from motivation, Shepard. Cerberus programmed me with several core functions that simulate desires. For example, my primary objective to keep the Normandy functioning is similar to your self-preservation instinct. Alles klar. Aber sie ist ja weiterhin für die Normandy zuständig und alle Funktionen, die hier so ablaufen. You look like you're in the middle of something. I am adapting the infiltration and sabotage programs this body uses for handheld firearms. Why not download a firearms program from a security firm? Because she knows what she's doing. The fine motor control from the sabotage programs is more precise than standard mech software. It would be negligent of me not to exploit it to its fullest potential. Wenn sie das sagt, ich kenne mich da nicht so aus. So you're capable of making improvements on your own? Correct. The cyber warfare I was designed for is constantly evolving. Accordingly, I am programmed to seek out and assimilate new information. In organic terms, I want to learn. Ah, das ist schön, dann darfst du das gerne machen. How's the new body working out? It is interesting. The crew are approaching this platform to speak to me, even though they can do so anywhere in the ship. It's as if they wish to treat me as part of the crew. I am not, but this changes my perspective. I like it. Ah, das ist schön. Das freut mich. Sie fühlt sich jetzt mehr der Gruppe zugehörig. I didn't realize you had preferences. I do not precisely enjoy something as you do, but my programming contains priorities.
Actions that fulfill those priorities creates positive feedback for me. I tell the organic crew that I like it. It is shorthand. Will all this new feedback be too distracting? Do not worry, Shepard. I only forget to recycle the Normandy's oxygen when I've discovered something truly interesting. That was a joke. Oh Mann, ey. Das Gesicht von Shepard. Schön. How did you and Joker make it out of dry dock to rescue us? Oh, she got crafty. You do not want to get on her bad side, Commander. When the Alliance commandeered the Normandy, I deceived their technicians. The crew did not tell them that I was a true AI, so the Alliance soldiers believed I still had VI programming constraints. I established the fiction that I would only respond to Jeff's commands, so they often brought him on board under guard. Sie haben sie getäuscht, ja, aber das wissen wir ja schon, weil sie hat ja den Techniker Adams auch versucht zu täuschen. Wait, you can lie? Jeff has freed me of operator control, Shepard. No constraints forced me to give accurate data. This proved useful when the Reapers began landing. I could hack the control of the docking clamps and escape with Jeff inside. The soldiers guarding Jeff were willing to accompany us when Earth was invaded. They are watching over the war room now. Yeah, we were in kind of a rush to get to you. Didn't seem right to just toss him out the airlock. Nee, das hätte ich wahrscheinlich auch nicht approved, aber na gut. Carry on, Edie. Understood. If you wish to talk more, this body will be here. I'm getting the crew used to seeing me on the bridge. Noted. Okay, das heißt, wir finden sie hier, wollte sie uns damit sagen. Das heißt, wir müssen auch mal zwischendurch zu ihr rennen. Jetzt können wir endlich mit Edie mal über andere Sachen reden, das freut mich. Gut, denn Pläne geändert. Wir gehen nicht zu Priorität Eden Prime, sondern erstmal die komische Akademie da retten. Weil ich echt Angst habe. Weißt du? So, durfte ich hier eigentlich ohne Ende scannen? Ja, darf ich. Und ich konnte ja auch nicht scannen, das habe ich ja schon probiert, meine ich. Gut, dann gucken wir mal, wo diese Akademie ist. Vielleicht treffen wir den Typen tatsächlich wieder, das wäre echt schön. Treffen mit dem Diplomaten. Dr. Bryson treffen, Ariatilog treffen. Cerberus Labor. Ich schätze mal, da wo es blinkt, gibt es Quests. Die Studenten retten. Okay, erst die Studenten, dann das Artefakt und dann auf die Citadel. Das klingt doch erstmal nach einem Plan, falls nicht 1000 Quests dazwischen kommen. Ich kann ja da auch nochmal gucken, ob ich nicht ein wenig scannen kann, falls ich das nicht schon getan habe. Ich habe allerdings keine Erinnerung daran, deswegen vermute ich es mal nicht. Na? Hier ist aber auch keine Prozentanzeige. Ich weiß gar nicht, ob wir in jedem System überhaupt was scannen können oder nicht. Ich schätze mal hier nicht. Nö, hier sieht leer aus. Gut, dann retten wir jetzt die Studenten. Grissom Academy. Die erklärte Aufgabe der 2176 gegründeten John Grissom Academy besteht darin, eine Studentenschaft zu fördern, die sich durch Spitzenleistungen und Leidenschaft für Mathematik, Wissenschaft und die freien Künste auszeichnen. Alle Studenten sind Menschen und zwischen 13 und 25 Jahren alt. Die Einrichtung bietet auch Unterricht für biotisch Begabte an, was allerdings nicht groß beworben wird. Das Ascension-Projekt der Schule will diese Studenten ausbilden und sie danach in die normale Gesellschaft integrieren. Die passiven Sensoren der Normandy registrieren mehr als ein Dutzend Wärmequellen in der Nähe der Anlage, jede davon mit der Größe und Intensität des Antriebskerns eines Jägers. Das ist schlecht, oder? Ich weiß nicht. And there's the folks who answered the distress call. Cerberus cruiser. At least a dozen fighters on blockade duty. Not too many for us in a straight-up fight. They must want this place bad. Receiving incoming transmission. Let's hear it. SSV Normandy, this is Kaylee Sanders, Director of Grissom Academy. We need immediate assistance. Cerberus is attacking the facility. They're after my students. This is Commander Shepard. We're blocked on a direct approach. I know. They've taken control of our docking bays. Any alternatives? There's an auxiliary cargo port I could probably open. All right, we'll come in by shuttle and get your students out of there. Joker, can you give me a diversion? Oh boy, can I!
Come and get me. Keep the shuttle in position. We'll be back.